we meditate on Sri Krishna, who is the son of Vasudeva of great fame. Wir meditieren über Sri Krishna, den Sohn von Vasudeva, der großen Ruhm besitzt. And the son of Mother Devaki. Und den Sohn von Mutter Devaki. Yeah, Yashoda was Sri Krishna's foster mother. Yashoda war Krishnas Pflegemutter. Okay, so we have promised to start asking questions and then answers will be there. Wir haben versprochen, mit dem Fragen zu beginnen. But we have also promised that first we will learn what is proper action and what is proper attitude. Aber wir haben auch gesagt, dass wir zuerst behandeln wollen, was richtiges Handeln und was die richtige Haltung ist. So it will be good to postpone the questions now. Also verschieben wir die Fragen auf später. And this proofing, this examination will be at the end. Und die Prüfung findet dann am Ende statt. So we were discussing that karma means proper action with proper attitude. Wir haben über Karma, das rechte Handeln und die richtige Haltung gesprochen. And if we do not have proper attitude, then we cannot do proper action. Und wenn wir nicht die richtige Haltung haben, können wir nicht richtig handeln. So now we will go through this explanation, what is called proper action. Und jetzt gehen wir im Einzelnen durch die Erklärung, was unter rechtes Handeln zu verstehen ist. In short, proper action is any action that does not harm others. Kurz gesagt ist das rechte Handeln das, was niemandem Schaden zufügt. You can justify that morally. Es lässt sich moralisch rechtfertigen. And then you can justify that legally also. Und auch juristisch. Well, we will go into some details about that. Nun, da schauen wir uns jetzt genauer an. These things have been indicated by Sri Krishna in this 3rd chapter. Und diese Dinge wurden von Sri Krishna im 3. Kapitel erläutert. So we have seen that there are 3 divisions in sections in the Gita. Wir sahen, dass die Gita aus 3 Teilen besteht. And the 3rd chapter also discusses 3 ideas or subjects. Und das 3. Kapitel bespricht auch 3 Themen. Of that, the first one is action, karma. Und davon ist das erste die Handlung. And this karma topic has got 3 parts, divided into 3 parts. Und das Thema Handeln, Karma, ist in 3 Teile unterteilt. So we have got 3 first, then 3 second, then 3 third now. Also immer 3, 3, 3. Yeah. So now 3 types of proper actions. Also 3 Arten des rechten Handelns. It is easy for us to understand because they have been named here. Und das ist leicht, weil sie wurden explizit genannt. So 3 types of actions. So compulsory actions one has to do. Das eine sind die zwangsläufigen Handlungen, die man zu tun hat. Then desire prompted actions, sakama karma. Und dann Handlungen, die aus einem Begehren heraus entstehen. And prohibited actions. Und dann gibt es noch die verbotenen Handlungen. So these 3 types of actions people can do. Diese 3 Handlungen können Menschen tun. So the question may come, how come that prohibited actions are also included in this? Nun kann man die Frage stellen, wie kommt es, dass auch verbotene Handlungen hier erwähnt werden? That means if you do not do some actions, that is called karma yoga. Das heißt dann, wenn ich nicht handle, das ist doch dann Karma Yoga. It is a great benevolence if you do not harm others.
Nun, es ist eine große Wohltat, wenn man anderen nicht schadet. If you do not do harm to others, that by itself is a big contribution to society. Und wenn man anderen nicht schadet, ist das für sich schon ein großer Beitrag zur Gesellschaft. So there is a story. Es gibt eine Geschichte. So one person applied for a job, Jemand bewirbt sich um eine Stelle and between the two directors, one director approved that application. und von den zwei Leitern hat eine die Bewerbung befürwortet So the other director und der andere Leiter, did not need to approve it. der brauchte das nicht befürworten. Afterwards, this new employee, he was talking with the other director. Und nach seiner Anstellung sprach dann dieser neue Angestellte mit diesem Direktor. So this director was telling him, see, we have cleared your application, so you are now an employee. Und der sagte ihm dann, schau, wir haben jetzt Ihre Bewerbung berücksichtigt, Sie sind jetzt bei uns angestellt. Then the new employee said, you have not cleared it. The other director took me. Und der Angestellte antwortete, ja, aber Sie haben das doch nicht befürwortet. Es war der andere Leiter, der mich eingestellt hat. So you cannot claim that you have done some consideration for me. Also können Sie nicht behaupten, dass Sie sich um mich gekümmert hätten. He said, yes, I had my contribution because I did not object to that. Und darauf sagte der Leiter, doch, ich habe auch einen Beitrag geleistet, denn ich habe dem nicht widersprochen. So by not objecting, he did good to that person. So, indem er keinen Widerspruch einlegte, tat er dieser Person etwas Gutes. So there are three types of actions. One is called compulsory action. One has to do those things. Und also 3 Arten von Handlungen, die Zwangshandlung, die man ausführen muss. We actually do those things, but the scriptures give their sanction by that. Wir machen das, aber die Schriften Approval. befürworten das. The works we do as our daily routine, Die Arbeiten, die wir im Rahmen unseres Alltags verrichten. the scriptures are saying that you have to get up from your sleep in the morning. Und in Schriften steht, wir müssen morgens aufstehen. Why does the scripture need to tell that we do get up from our sleep? Und warum müssen die Schriften das erwähnen, dass wir aufstehen sollen? You should do your morning chores. Dann müssen wir unsere Morgenroutine erledigen, die Arbeiten. We do that. Why should the scripture say that? Und das machen wir natürlich. Warum müssen die Schriften das extra erwähnen? Yeah, everyone does that, even though the scriptures don't say, don't ask. Jeder macht das, auch wenn es nicht in den Schriften geschrieben stehen würde. And if everyone does that, that is a habit of the species, not your special habit. Und wenn alle das machen, dann ist das ein ein Merkmal dieser Spezie und hat nichts mit uns persönlich zu tun. Well, in the morning, the birds also wake up. Am Morgen stehen auch die Vögel früh auf. They also clean their feathers, stretch their legs, if you have seen. Und sie putzen sich und strecken ihre Beinchen. So what is the difference between that species and our species? Und worin besteht der Unterschied zwischen dieser Spezie und uns? So throughout the day, whatever you do, your regular activities, activities in the office, So der ganze Alltag, was immer wir auch tun, ob es nun zu Hause ist, unsere regelmäßigen Handlungen oder bei der Arbeit. that should be done with a purpose. All dies sollte einen Zweck erfüllen. And according to Karma Yoga, the purpose is do it Nishkama Karma, means without a greed for the result.
Und in den Schriften steht, diese Handlung sollten wir als Nishkama Karma verrichten, das heißt ohne den Wunsch nach den Ergebnissen dieser Handlungen. Do it for others. Macht es für andere. Suppose in the morning you are in the shrine praying to God. Angenommen, ihr sitzt morgens im Schrein und betet zu Gott, Pray for others also. dann sollten wir auch für andere beten. Everyone prays, but you pray for others. Jeder betet, aber du betest für andere. That is the best niskama karma one can do. Das ist das beste Nishkama Karma, was man tun kann. Otherwise also there are some likes and dislikes for works. Und dann hat jeder so Arbeiten, die er gerne mag und andere, die er weniger gerne mag. So we want to do something, we like it, or we don't want to do something we don't like. Und wenn wir etwas mögen, dann machen wir das gerne. Und wenn wir etwas nicht mögen, dann machen wir es nicht gerne. How to practice nishkama, not being attached to those types of karmas. Und wie praktizieren wir dann Nishkama, also diese Art von Karmas? So the Gita says, you may like some works that you can easily do. Und die Gita sagt nun, es gibt vielleicht Arbeiten, die dir gefallen, die du leicht verrichten kannst. But it becomes a niskama karma when you do something which you don't like to do. Aber es wird erst dann Nishkama Karma, wenn du etwas machst, das du nicht gerne machst. Learn how to do it and do it. Lerne das zu machen und tu es dann. So I don't like it. That is not at all excuse. You may need it, but you don't like it. Then what? Nun, ich mag das nicht. Das ist überhaupt keine Entschuldigung. Du brauchst das vielleicht. Dann ist die Frage, mögen oder nicht mögen, stellt sich nicht. So the karma says, if you like it, do it. Und Karma sagt, wenn es dir gefällt, dann mach es. And if you don't like it, learn it and do it. Und wenn es dir nicht gefällt, dann lerne es und tu es dann. That is niskama karma. Und das ist Nishkama Karma. We have a big misunderstanding of nishkama karma. Und es gibt ein großes Missverständnis über Nishkama Karma. We live in the society mostly like individuals. Wir leben meist als Individuum in der Gesellschaft. But the fact is that we are part and parcel of the society. Aber Tatsache ist nun mal, dass wir Bestandteil dieser Gesellschaft sind. We cannot live without the presence, association of others. Wir können nicht ohne die Gegenwart und Verbindung zu anderen leben. But we tend to forget the existence of others. Aber wir neigen dazu, die Existenz der anderen zu vergessen. Somehow we have not been taught or we have never learned how to give validity of the presence of others. Und irgendwie haben wir es nicht gelernt, das der Anwesenheit von anderen Wert zuzumessen. We are not concerned how our behavior, our talks, our transactions are hurting others around us. Es beschäftigt uns nicht, wie vielleicht unser Verhalten, unsere Handlungen andere verletzen kann. This is one of the defects in the concept of individualistic life. Und das ist einer dieser Aspekte im Konzept des individualistischen Lebens. Once there was a guest in one of our centers. Es gab einmal einen Gast in einem unserer Zentren. Okay, it was in Mülheim, here near Frankfurt. Das war damals in Mülheim, in der Nähe von Frankfurt. So I saw that the guest has put on the heating to the maximum. The windows are open. Und ich sah, dass dass der Gast die Heizung voll aufgedreht hatte und die Fenster offen waren. And he is the guest is sitting there with a half T-shirt. Und der Gast sitzt da mit einem kurzärmeligen T-Shirt. I said, you reduce the heating, close the window, then T-shirt is fine. Und ich sagte ihm dann, nun
drehe die Heizung runter und schließe das Fenster und dann ist das T-Shirt gerade richtig. So if you keep the windows open and heating going on full, wastage of energy. Was für eine Verschleudung von Energie, wenn man die Fenster aufhat und die Heizung voll aufdreht. Then he said, no, I like it. Und dann sagt er, aber ich mag das so. But I said, but I don't like it. Und dann sagte ich, aber ich mag das nicht. You are a guest, I am the host. I don't like it. Du bist der Gast und ich bin der Gastgeber und mir gefällt das nicht. Be rational. Seid I like it. rational. I like it, that does not mean that the whole world will change according to my liking. Wenn ich etwas mag, dann heißt das nicht, dass die ganze Welt sich ändern muss, nur weil mir das gefällt. So we expect that others will adjust with our peculiarities while we don't care. Also wir erwarten von anderen, dass sie auf unsere Besonderheiten Rücksicht nehmen, während uns das völlig egal ist. Sad, sad, sad. Sehr traurig. We should appreciate the fact that others too are adjusting with us. Wir sollten die Tatsache wertschätzen, dass andere auch auf uns Rücksicht nehmen. There are a few types of karmas that are suitable for a karma yogi. Es gibt eine Reihe von Karmas, die passend sind für einen Karma-Yogi. They are together called Pancha Mahayajna, 5 great sacrifices or services. Und ja, sie nennen sich die 5 großen Opfer oder Dienste. Pancha Mahayajna. Pancha Mahayajna. Pancha means 5, Maha means great, Yajna means sacrifices, services. Nishkama karma. So number 1 is, Shri Krishna mentions here, that Deva Yajna. Und der erste ist Deva Yajna. Remembering God or gods. Wir sollen uns an Gott oder an die Götter erinnern. And practicing self-surrender and dependence on the protective power of God. Und uns in Selbsthingabe üben und auf seinen Schutz vertrauen. So if you want to infuse some meaning in this human life, then we should connect ourselves to God, something which is transcendental. Und wenn wir diesem Leben Bedeutung beimessen wollen, dann müssen wir es in Verbindung zu Gott bringen, zu etwas Transzendentalen. Transcendental means it has a meaning beyond the grave. Transzendental bedeutet eine Bedeutung jenseits des Grabes, über das Grab hinaus zu haben. We don't have to do big things to propitiate gods. Nun, wir müssen keine großartigen Dinge verrichten, um den Göttern zu gefallen. Just even use a leaf, a piece of flower, anything, and remember God and offer it. That itself is enough. Ein kleines Blatt oder eine kleine Blume, das reicht schon, wenn wir sie ihm darbringen. Then Pitri Yajna, adoring our ancestors. Und dann die Achtung oder die Verehrung unserer Vorfahren. Following the tradition that they transferred to us. Die Tradition befolgen, die sie uns übermittelt haben. And sometimes going to the graveyard and cleaning that grave, offering some flowers. Und manchmal auf den Friedhof zu gehen, das Grab zu säubern und ein paar Blumen zu bringen. Our life is their contribution only. Unser Leben ist auch ihr Beitrag. So remembering the great tradition of this line of our ancestors. Also sollen wir uns an die großen Traditionen unserer Vorfahren erinnern. Then next one is called Rishi Yajna, means remember adoring the people of holy people or people of holiness. Das dritte wird Rishi Yajna genannt, also die Verehrung von heiligen Menschen.
holy persons, dedicated people, monks, like that. Heiligen Personen, Menschen, die sehr viel Hingabe haben, Mönche und so weiter. This also includes the adoring the scriptures. Read the scriptures, try to understand the meanings, contemplate on them. Und das umfasst auch die Schriften, also die Schriften verehren, lesen, darüber nachdenken, meditieren. And those thoughts fill our mind. That means it occupies the mind and there would be less space for bad thoughts. Und diese Dinge beschäftigen dann unseren Geist und so gibt es weniger Raum für schlechte Gedanken. Then called Manushya Yajna means service to human beings. Und dann gibt es Manushya Yagna, das heißt der Dienst an unseren Mitmenschen. This is called as not exactly social service, but a highly evolved idea of social service. Das entspricht nicht ganz genau dem sozialen Dienst, sondern es handelt sich um eine sehr hochentwickelte Vorstellung, Idee von einem sozialen Dienst. It is highly evolved because it is connected with my spiritual freedom. Es ist hochentwickelt, weil es im Zusammenhang mit meiner spirituellen Entwicklung steht. And then Bhuta Yajna, service to all created beings like insects, worms, and birds, animals. Und dann gibt es Bhuta Yagna, das heißt der Dienst an allen Lebewesen, Insekten oder Vögel. So Karma Yoga discussed 3 topics. Karma Yoga, 3rd chapter. Also Karma Yoga im 3. Kapitel, dort werden 3 Themen besprochen. Compulsory actions that we have discussed. Die Zwangshandlungen oder die Handlungen, die wir tun müssen. Then desire prompted action, the second one. Das die Handlungen, die aus einem Begehren heraus entstehen. Then anger and desire. Wut und Begehren. So here we have, no, this is not anger. This is desire prompted action, then prohibited action. Ja, und die letzte sind die verbotenen Handlungen. So this is the second one, the desire prompted action. Und das zweite sind die Handlungen, die aus einem Begehren heraus entstehen. Sakama karma. Sakama karma means having materialistic desire. Und das nennt sich auch Sakama Karma, das heißt materialistische Wünsche zu haben. They are also called karma yoga. Und sie werden auch Karma Yoga genannt. So the idea is that any work you do for your own purpose Und die Idee dahinter ist, dass wir jede Arbeit für uns selbst tun. can be called karma yoga. Und diese Art von Arbeit lässt sich Karma Yoga nennen. Like you want your name, fame, your social position, your possession. Also wenn man Anerkennung haben möchte, sozialen Aufstieg, Ruhm, Wohlstand. So these things you can do until and unless it harms others. Und all diese Dinge kann man tun, solange sie anderen nicht schaden. And they can be done under 2 conditions. Und sie kann man machen unter 2 Voraussetzungen. You can do some work and expect a result or benefit for yourself only. Und man kann eine Arbeit tun und dann für sich selbst, aber nur für sich selbst, ein Ergebnis erwarten. Provided that these works can be supported by the ethical and moral standards. Und vorausgesetzt, diese Art von Arbeit wird unterstützt von moralischen und ethischen Standards. That means both the means and the end should be proper. Das heißt, sowohl das Mittel als auch der Zweck sollten richtig sein. So there is nothing wrong in earning money, getting a house, a car, or a telephone. There is no problem. Also es ist nichts Falsches daran, Geld zu verdienen, um ein
Haus zu haben, ein Auto zu haben. Daran ist nichts Falsches. That is the first condition. Das ist die erste Voraussetzung. And then the second condition is very important. Und die zweite Voraussetzung ist sehr wichtig. That let these karmas, these desire prompted actions, fulfill their purpose. Nun, wir sollen diesen Handlungen, die einem Begehren entspringen, also ihren Lauf lassen. You do not get completely dependent on them only. Denn wir machen uns nicht komplett von ihnen abhängig. It should not control your whole life. Es sollte nicht unser ganzes Leben beherrschen. You do it as much as long as possible, then slowly try to reduce that. Ihr macht das, solange es notwendig ist, solange es erforderlich ist, aber dann versucht ihr es zurückzufahren. They should be used for helping us to follow a higher purpose of life. Sie sollten dazu dienen, um uns dabei helfen, ein höheres Ziel im Leben zu verfolgen. And the third is called prohibited action. Und bei der dritten Kategorie handelt es sich um die verbotenen Handlungen. Simply, if we put it in a simple term, that doing harm to others is prohibited. Und um es einfach zu sagen, anderen zu schaden, ist verboten. So this much is about the proper action. So viel zum Thema das rechte Handeln. Then we will take up the idea of proper attitude. What is proper attitude? Und jetzt gehen wir zur richtigen Haltung über. Was ist die Yes. richtige Haltung? It is known as, just like when we say, do your best and leave the rest on God. Und das entspricht ungefähr, als wenn wir sagen würden, gebt euer Bestes und überlasst den Rest an Gott. That is proper attitude. Das ist die richtige Einstellung. Leave the result on God. Überlasst das Ergebnis Gott. The simple reason is that you cannot control the result. Und der Grund ist ganz einfach, dass wir das Ergebnis nicht kontrollieren können. You may predict the result, but what is the guarantee that your prediction will come true? Ihr könnt vielleicht das Ergebnis vorhersagen, aber was ist die Garantie, dass diese Vorhersage auch wirklich eintreten wird? So can you explain this? Könnt ihr das erklären? Yes, Sri Krishna says that both failures and successes are called results of our actions. Und Sri Krishna sagt, dass beides, sowohl Erfolge als auch Misserfolge, das Ergebnis unserer Handlung genannt werden können. We generally make a mistake thinking that only success is the result of our actions. Und wir begehen meist den Fehler zu denken, dass nur Erfolg zählt. That is actually wrong. Und das ist falsch. Then how do you accommodate failure? Also, und wie bringen wir dann Misserfolg da unter? That is also an outcome of an action. Auch das ist das Ergebnis einer Handlung. So we have to give space for both success and failure as the result. Also müssen wir beides berücksichtigen beim Ergebnis, sowohl Erfolg als auch Misserfolg. And the proper attitude is not to consider this discussion about success and failure as the main guiding principle of life. Und Erfolg ist dann This discussion on success and failure should not be the guiding principle of any action. Also dieses Denken in den Kategorien wie Erfolg und Misserfolg sollten nicht das Leitprinzip sein bei unseren Handlungen. Yes, we have right to ask, why should we do this? Wir haben natürlich das Recht zu fragen, warum sollen wir das tun?
And similarly, we have also the right to know how we can do this. Und wir haben auch das Recht zu erfahren, wie wir das tun sollen. But these are not the objectives. Aber das sind nicht die Ziele. The objective is that we have to do this whole work. Das Ziel ist, dass wir diese Arbeit zu erfüllen haben. If we are karmis, workers, we have to do work. Wenn wir Karmis, Arbeiter sind, dann müssen wir diese Arbeit tun. So what is a work? Was ist eine Arbeit? Thinking about the work is not work. An die Arbeit zu denken ist noch keine Arbeit. But the work includes thinking also. Aber die Arbeit umfasst auch das Denken. Beginning the work is not the work. Der Anfang einer Arbeit ist nicht die Arbeit selbst. Following the procedure is not the whole work. Und der ganzen Prozedur, ab dem Ablauf der Arbeit zu folgen, ist auch noch keine And the Arbeit. result, either success or failure, they don't come in the beginning. Und das Ergebnis, Erfolg oder Misserfolg, das steht nicht am Anfang. So Sri Krishna considers the whole aspect of one single action, suppose. Und Sri Krishna betrachtet also die gesamte einzelne Handlung zum Beispiel. So what is the goal? Was ist also der Zweck? The main purpose of a worker is to do work, then only that person will be called a worker. Der Hauptzweck eines Arbeiters ist, zu arbeiten. Nur dann ist er ein Arbeiter. You are called a thinker when you are thinking. Ihr werdet Denker genannt, wenn ihr denkt. You are called a walker when you are walking your walk. Und ihr seid ein Walker, wenn ihr geht. So success and failure, they are part of the whole program, work. Und Erfolg und Misserfolg sind Bestandteil dieses ganzen Programmes, Arbeit. So proper attitude is that whether there would be a success or failure, I have to do it. Und die richtige Haltung besteht darin zu sagen, egal ob Misserfolg oder Erfolg, ich muss das erledigen. Sri Krishna is a spiritual teacher. Sri Krishna ist ein spiritueller Lehrer. He offers a nice method to tackle our desires. Und er bietet uns eine schöne Methode an, um mit unseren Wünschen umzugehen. Before starting any action, our desire is that we will succeed. Bevor wir eine Arbeit in Angriff nehmen, ist unser Wunsch, erfolgreich zu sein. No one will start a work knowing that it will fail. Niemand wird mit einer Arbeit beginnen, wenn er schon im Voraus weiß, dass sie kein Erfolg sein wird. So there is success, there will be failure. Also es gibt Erfolg, es gibt Misserfolg. Sri Krishna says, I will tell you what is the proper attitude in such circumstances. Und ich werde euch sagen, was die richtige Haltung unter diesen Umständen ist. So he connects God to the whole process of work because it is karma yoga. Und er verbindet Gott mit diesem ganzen Arbeitsprozess, denn es geht ja um Karma-Yoga. And it is part of this word yoga, which includes bhakti also. Und es ist auch Teil dieses Wortes Yoga, das auch Bhakti-Yoga umfasst. He says, if your desire, expectation is fulfilled, der Zweck erfüllt ist der Arbeit, dann denke, dass könnt ihr sagen, es ist Gottes Wille. if it is fulfilled, it is by God's grace. And if it is not fulfilled, it is by God's will. Wenn es ein Erfolg ist, dann ist es durch Gottes Gnade. Und wenn es ein Misserfolg ist, dann ist es durch Gottes Wille. But we fail to recognize that. Aber wir können das nicht anerkennen. If we succeed, we take the credit. Wenn wir erfolgreich sind, dann beziehen wir den Erfolg auf uns. And if we do not succeed, we blame our fate, karma,
devil, and even God. Und wenn es ein Misserfolg ist, dann weisen wir die Schuld dem Karma zu oder unserem Schicksal oder Gott. I have a water glass in front of me. Vor mir steht ein Wasserglas. Somehow I just spilled water. Und irgendwie verschütte ich Wasser. So I would look around and say, because of her or him, I got distracted. Deshalb habe ich Wasser verschüttet. So Dann werde these ideas won't help you to become a karma yogi. Und diese Ideen werden dir nicht dabei helfen, zu einem Karma-Yogi zu werden. So just change your attitude. Also ändere deine Haltung. Connect these things to God. Setze Gott in Verbindung dazu. Actually leave the whole thing on God. Überlass die ganze Sache Gott. So if you succeed, it is by God's will. Also wenn ihr Erfolg habt, dann ist es durch Gottes Wille. If you fail, it is God's. Oh, that was God's grace. If you fail, it is God's will. Also wenn man keinen Erfolg hat, dann ist es Gottes Wille. Then you don't need to worry. Dann braucht ihr euch keine Gedanken machen. And afterwards, you will discover that how many times say God saved you by not fulfilling your wishes. Und jetzt überlegt euch mal, wie oft Gott euch gerettet hat, indem er eure Wünsche nicht erfüllt hat. That is the hard truth we come to realize later. Das ist die harte Wahrheit, die wir dann später einmal anerkennen müssen. Let us examine some wants or expectations of ours. Betrachten wir mal einige unserer Bedürfnisse oder Wünsche Just to clarify the attitude. und Erwartungen, einfach nur um mal die Haltung klarzustellen. We want a healthy body. Wir wollen einen gesunden Körper. We want a happy family. Wir wollen eine glückliche Familie. We want a good job. Wir wollen einen guten Job. We want to live in a peaceful society. Wir wollen in einer friedlichen Gesellschaft leben. And we want that God fulfills our desires. Und wir wollen, dass Gott uns unsere Wünsche erfüllt. Now, let us look at these wants from the other side. Betrachten wir diese Wünsche einmal von der anderen Seite. That will help us to change our attitude. Das allein wird schon helfen, unsere Haltung zu ändern. I have said that we want a healthy body. Ich sagte, wir wünschen uns einen gesunden Körper. What does the body want? Aber was will der Körper? The body wants that you keep it healthy. Und der Körper will, dass ihr ihn gesund haltet. You are a diabetic patient and you go on eating sweet. Und wenn ihr Diabetiker seid und weiterhin Süßigkeiten esst, So body says, you help me to remain healthy. You help me to remain healthy. und dann sagt der Körper, du hilf mir dabei, gesund zu bleiben. Because you want a healthy body. Denn du willst doch einen gesunden Körper. And the next one is a bit serious. Und der nächste ist ein bisschen ernster. You want a happy family. Ihr wollt eine glückliche Familie. The family says, try to find your time to keep us happy. Und die Familie sagt euch nun, finde genügend Zeit, um uns glücklich zu machen. Then you want a good job.
dann wollt ihr einen guten Job. And the job says, work well and make me a good job. Und der Job antwortet euch, nun arbeite gut und mach aus mir einen guten Job. You want a peaceful society. Ihr wollt eine friedliche Gesellschaft. The society wants that you remain at peace. Und die Gesellschaft möchte, dass ihr friedlich bleibt. You contribute to that peace. Denn ihr tragt zu diesem Frieden bei. Go on singing loudly near your neighbor. Also singt weiterhin laut in der Nähe eures Nachbarn. That way you spread peace in the neighborhood. So werdet ihr Frieden in der Nachbarschaft verbreiten. We want God to fulfill our desire. Wir wollen, dass Gott unsere Wünsche erfüllt. Have we ever asked God what He expects of us? Und haben wir jemals Gott gefragt, was er von uns erwartet? Look all these things from the other side. Betrachtet diese Dinge einmal von der anderen Seite. Then you will feel who is responsible. Und dann werdet ihr schon spüren, wer verantwortlich ist. That will surely change our attitude. Und das wird sicherlich zu einer Veränderung der Haltung führen. So we said that the third chapter discusses 3 topics. Also wir sagten, dass das 3. Kapitel 3 Themen diskutiert. First was Karma Yoga. Das erste war Karma Yoga. Second was tradition. Das zweite war die Tradition. And third was tackling the problem of desire and anger. Und das dritte war das Problem des Ärgers und des Begehrens zu besprechen. So we go to the now second topic, the tradition. Und jetzt gehen wir zum zweiten Teil, die Tradition. It speaks of a very responsible human society. Das zeugt von einer sehr verantwortungsbewussten menschlichen Gesellschaft. We are termed as social animals. Wir werden auch soziale Tiere genannt. The society is very important for us. Die Gesellschaft ist sehr wichtig für uns. And society means the generation after generation, it follows a kind of tradition. Und mit Gesellschaft ist gemeint, dass Generation für Generation einer bestimmten Tradition folgt. It updates itself, gives newer and newer versions. That is true. Und dabei aktualisiert sich ständig neu und passt sich an. But we should see that the newer version becomes more valuable for living, not spending time. Aber wir sollten darauf achten, dass die neuen Versionen besser sind, um ein Leben zu führen und nicht einfach nur um Zeit zu verbringen. And that way the tradition will leave a mark of increased human excellences. Und so führt das dann zu einem erhöhten Stand von menschlicher Exzellenz. Well, there is a nice story in the Chandogya Upanishad. In der Chandogya Upanishad gibt es eine schöne Geschichte. There was a tradition that the young children will go to the Guru's home. Es gibt die Tradition, dass die jungen Kinder zum Haus des Gurus gehen. And the Guru will teach practical things about life. Und der Guru unterweist sie dann in den praktischen Dingen des Lebens. And together with that, the Guru will teach the scriptures, literature, everything. Und parallel dazu lehrt er sie aus den Schriften, Literatur und so weiter. One such Guru had a son. Ein Guru hatte einmal einen Sohn. And this son knew that his own father is a Guru. Und der Sohn wusste, dass sein eigener Vater ein Guru war. So when the question was raised that the son has to go to Guru's home, Und als es darum ging, dass der Sohn zum Haus des Gurus gehen sollte, and this kid was a bit homesick, hatte das Kind Heimweh. he said, Dad, Papa, you are teaching many people, pupils.
so I should be one of them. Und er sagte dann, Vater, du unterweist so viele Menschen. Ich sollte einer davon sein. I can study under you. Why do you want to send me to another Ich kann guru? doch bei dir lernen. Warum schickst du mich zu einem anderen Guru? Now see, the father says, in the whole lineage of ours, our family, there was no one who has been taught by their father. Und der Vater antwortet, sieh, schau, in der ganzen Tradition unserer Familie gab es keinen einzigen Fall, wo der Sohn von seinem Vater unterwiesen wurde. This is the tradition that you should go to somebody else. Es ist die Tradition, dass man jemand anders aufsuchen sollte. In today's world, if the father teaches and becomes the examiner, then the son will get 110% marks. Und in der heutigen Version ist es so, dass wenn der Vater den sein Sohn unterweist, er dann 100% Punkte bekommt. So he said that you have to respect the tradition, you have to go. Und er sagt, nein, du musst die Tradition befolgen, du musst gehen. Well, that is the inspiration there. Nun, das ist die Inspiration in dieser Geschichte. Yeah. Actually, to continue with that topic, the son came back after completing his studies with the Guru, he came back. Aber es geht noch weiter. Danach kam der Sohn dann zurück, nachdem er sein Studium beim Guru beendet hatte. Now the father observed that instead of becoming humble because of his learning, he became very proud. Und nun stellte der Vater fest, anstatt dass der Sohn demütig geworden ist aufgrund seines Studiums, ist er stolz geworden. He is using costly specs and cell phone, etc. Er hat lauter teure Dinge, teure Brille, teures Handy And speaking English in American accent. und spricht Englisch mit einem amerikanischen Akzent. Became very proud. Er ist sehr stolz. And the father said, you have not learned anything. Und der Vater sagt ihm dann, du hast nichts begriffen. These teachings of the scripture should make you humble. Das Studium der Schriften sollte dich demütig machen. So that is how one should follow the tradition, that scriptures, teachings of scripture should make a big transformation inside us. Und das sollte man erwarten, dass das Studium der Schriften zu einer großen Veränderung in uns führt. And then we said that the third one is greed and anger. Und dann sagten wir, das dritte ist Gier und Wut. Greed is such that which increases, desire is such that which increases again and again. As you practice that, it increases. Und Gier ist etwas, das, indem man sie praktiziert, zu immer mehr Gier führt. It is one of our mental enemies, defects. Es handelt sich um einer unserer mentalen Feinde oder um unseren mentalen Fehlern. And greed is meant for all earthly possessions, earthly enjoyments. Und Gier betrifft all unsere irdischen Güter und irdischen Genüsse. And this greed is one of the 6 internal enemies of ours. Und diese Gier ist einer unserer 6 internen Feinde, inneren Feinde. Yeah, we have this desire, anger, greed. Also wir haben Begehren, desire, anger, greed. Wut, Gier. Then delusion, pride, envy. Die Täuschung, der Stolz, der Neid. Oh, night. And these are all harmful in all levels of our life. Und all diese Defekte schaden uns. And Sri Krishna says they are all born out of Rajoguna.
Und Sri Krishna sagt, sie allen kommen aus Rajaguna. What is this Rajoguna? Was ist dieses Rajaguna? It is one of the three constituents of the mind. Es ist einer der 3 Konstituenten unseres Denkorgans. Yeah. There are 3 things which constitute the mind, which create the Unser mind. Denkorgan besteht aus 3 Dingen. They are called forces. Guna means forces. Und die werden auch oft Kräfte genannt. Gunas heißt Kraft. Like strong forces, weak forces, electromagnetic Eine forces. starke Kraft, eine schwache Kraft und so weiter. So, Sattva Guna is quietness, that force. Und Sattva-Guna ist eine Ruhe, Ausgeglichenheit. Rajoguna is dynamism. Und die Rajaguna ist eine Dynamik. And Tamoguna is inertia, laziness. Und Tamaguna ist Unbeweglichkeit, Faulheit. So they all are different. These 6 are all 6 different names of the same Rajoguna. Und diese 3 Eigenschaften sind Merkmale dieser einen Kraft Rajaguna. Rajoguna is dynamic, so it can be aggressive. Und Rajaguna ist dynamisch, also kann sie auch aggressiv sein. So Sri Krishna says that these all 6 have their root in ignorance. Und Sri Krishna sagt, all diese 6 haben ihre Wurzel in der Unwissenheit. If you take up each one of them, analyze, you will see that there is a kind of ignorance or mistake about the origin of those. Wenn ihr sie euch einzeln betrachtet, dann werdet ihr sehen, dass am Anfang ein Fehler liegt. So suppose I am angry with you. Angenommen, ich bin auf euch wütend. So I can be angry with you, that is my right. Ich kann natürlich wütend auf euch sein, das ist mein Recht. At the same time, I am practicing non-dual Vedanta. Und gleichzeitig praktiziere ich nicht dualen Vedanta. So non-dual Vedanta teaches that you and I are not different. Und der nicht-duale Vedanta lehrt uns, dass ich und du, dass wir nicht unterschiedlich sind. So if you and I are the same, then how can I become angry with you? Und wenn ich und du, wenn wir dasselbe sind, wie kann ich dann auf euch wütend werden? Not you. You means somebody else, her name is Kerstin. So how can I become angry with you if we are the same? Wie kann ich dann auf euch wütend werden, wenn wir doch ein und dasselbe sind? It is not logical. Das ist unlogisch. But practical thing is that still I am angry with you. Aber praktisch gesehen bin ich immer noch wütend auf euch. Then why am I angry with you? Und warum bin ich auf euch wütend? Because of this ignorance that I and you are non-different. Aufgrund dieser Unwissenheit. Die Unwissenheit darüber, dass ich und du Different, because you and I are different. Das, So this is ignorance, this is a mistake. das ist ein And Fehler. that creates this anger. Und ja, dass ich meine, dass ich und du, dass wir unterschiedlich sind, das ist der Fehler und das führt dann zu der Wut. So if you go on analyzing each one of them, you will find the same answer. Und wenn ihr all diese verschiedenen Eigenschaften durchgeht, dann stellt ihr fest, dass ihr immer wieder auf dieselbe Antwort kommt. So there are other discussions about each one of them. What is the nature of that? How does it increase all these things? Und dann gibt es jetzt eine Diskussion über jedes einzelne Element. Was ist zur Natur, wozu führt sie und so weiter. So how to get rid of this problem? Und wie werden wir dieses Problem los? They say that practice the opposite of that. Und Krishna sagt, wir sollen das Gegenteil davon üben. Like if you want to, as I said yesterday, if you want to go away from this pillar and want to go to that pillar. Es ist genauso, wie wir gestern gesagt haben, wenn ich mich von
von der Säule zur nächsten Säule gehen will. Or turn your face from this pillar and start walking to that pillar. Oder ich muss mich einfach nur umdrehen und diese andere Säule betrachten und mich in Bewegung setzen. So what is the opposite of anger? Was ist dann das Gegenteil von Wut? Love. Und das ist die Liebe. Practice love. Wir sollen Liebe üben, uns in Liebe üben. How to practice love? I'm so angry. Und wie soll ich dann mich in Liebe üben? Ich bin doch so wütend. Just sit for some time and think, maybe that person behaved in that way, becoming a victim of some circumstances. Und dann könnt ihr eine Weile so da sitzen und das in Ruhe betrachten. Und dann denkt ihr vielleicht, naja, vielleicht ist der oder diejenige Opfer gewisser Umstände geworden. That is why he had to behave in that way. Und musste deshalb so handeln, wenn sie es tat. So give the benefit of doubt to that person. Also im Zweifel sollten wir für die Person sein. So same thing we can talk about the desire and anger, same almost. Und dasselbe können wir genauso sagen für die Wünsche und Ärger, Wut ist es sehr. And the scriptures say that anger actually comes when the desire is obstructed. Und in den Schriften steht, dass die Wut dann kommt, wenn ein Wunsch auf ein Hindernis trifft. I want to eat another piece of cake, but before that I have seen somebody else has eaten. Ich würde gerne ein weiteres Stück Kuchen essen, aber ich sehe, bevor ich das tun kann, hat ein anderer schon das gegessen. So obstruction to fulfill my desire creates my anger. I'm angry. Und weil dieser Wunsch mal vereitelt wurde, werde ich wütend. There are some other reasons also, but this is one of the reasons. Nun, es gibt auch andere Gründe, aber das ist eine davon. So these are the three topics discussed in this third chapter. Und das sind die 3 Themen, die im 3. Kapitel diskutiert werden.